Mein Pickel, da, und ich heißen euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute heißt unser Thema der Hund als Schlachttier oder die Geschichte des Hundeverzehrs. Hunde essen? Heutzutage unvorstellbar. Der Hund ist in unserer Zeit geliebtes Familienmitglied, Freund und Seelentröster. Die Zeiten, in welchen man Hunde als Fleisch-, Pelz- oder Lederlieferant, ja sogar als Medizinprodukt benutzte, sind allerdings noch gar nicht so lange her, wie mancher meint. Dass beispielsweise in manchen Ländern Asiens Hunde gegessen werden, weiß jeder. Doch was kaum einer weiß, auch bei uns in Deutschland sind Hunde bis 1985 noch in staatlich kontrollierten Schlachthäusern gekeult worden. Erst seit 1986 ist das Töten von Hunden und Katzen zur Fleischgewinnung bei uns offiziell verboten. Aber schauen wir uns die Geschichte der Hundeschlachtung mal genauer an. Während es für die arme mittelalterliche Familie noch normal war, mindestens dreimal pro Woche frisches Fleisch auf dem Tisch zu haben, beziehungsweise auf dem Teller, konnten die Arbeiter ab dem Zeitalter der Industrialisierung von solchen Zuständen nur träumen. Auf der Suche nach erschwinglicherem Fleisch kam man zuerst auf das Pferd. Pferde waren allerdings teuer, denn Aufzucht und Unterhalt kosteten viel Zeit und Geld, also war das Pferd im Prinzip zu kostbar, um es den Armen buchstäblich zum Fraß vorzuwerfen. Man suchte also weiter und kam dann auf den Hund. Ein guter Futterverwerter, leicht zu halten und hervorragend zu züchten. Daher wurde in der Folge der Verzehr von Hundefleisch als Alternativfleisch für die Armenküche stark beworben. So richtig wollte die Bevölkerung aber auch den Hund ebenso wie das Pferd nicht in der eigenen Pfanne sehen und selbst die Ärmsten der Armen vergriffen sich erstmal nur in Notzeiten an ihm. Wie wenig man des Hundes Fleisch früher schätzte, kann man auch aus alten Strafregistern herauslesen. Wurde ein Metzger im Mittelalter dabei erwischt, dass er seinen ahnungslosen Kunden heimlich Hundefleisch verkaufte, also unterjubelte, würde man heute sagen, kostete ihn das tatsächlich den Kopf. Erst durch das soziale Elend der Industrialisierung wurden Hundeschlachtungen in den Arbeitervierteln der Städte und in den Elendsvierteln zu einer weit verbreiteten Erscheinung. Besonders zum Beispiel in Schlesien, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und auch in meiner Mutterstadt Berlin. Ja, der alte Glaube an die Wirksamkeit des Hundefetts gegen Atemwegserkrankungen trug ebenfalls zur Verbreitung des Hundefleisches als Nahrungsmittel bei. Hundefett wurde seit vielen Jahrhunderten bei Erkrankungen von Mensch und Vieh angewendet. Aufgrund der heilsamen Kräfte des Hundefetts bei Atemwegserkrankungen war es besonders in den Gegenden weit verbreitet, in denen es viel Bergbau, Glasindustrie oder andere lungengefährdende Gewerbe gab. Langfristig resultierte aus der medizinischen Anwendung dann auch die Verwendung logischerweise des Fleisches der Hunde. Diese Hunde wurden entweder gezüchtet oder es wurden Streuner eingefangen oder aber sie wurden gestohlen. Am liebsten gestohlen wurden die Hunde der wohlhabenderen Städter, die sich leisten konnten, einen Hund einfach so durchzufüttern. Kann man auch nur. Diese Art der Fleischbeschaffung wurde nach und nach zu einem Problem, sodass viele Stadtteile verrufen waren und von Hundebesitzern gemieden worden sind, wie zum Beispiel die Weberkolonien um Potsdam herum. Es hagelte Anzeigen über Anzeigen, doch für die Opfer der Entführung, Entschuldigung, für die Opfer der Entführung kam meist jede Hilfe zu spät. Daher wurde vielfach die Forderung erhoben, alle zum Schlachten bestimmten Hunde lebend und mit Steuermarke den Behörden vorzuführen. Der Metzger selbst zahlte dann das Schlachtgewicht. Es kam also nicht darauf an, ob es sich bei dem Hund um einen Rassehund oder um einen Streuner handelte. Es ist übrigens auch eine Tatsache, dass die Hundemetzger durchaus auch Hunde aufkauften, ohne nach ihrer Herkunft zu fragen, obwohl es ja eigentlich gesetzlich erforderlich war. Schätzungen zufolge kamen auf jeden legal geschlachteten Hund 3 Schwarzschlachtungen. Daraus entsprang übrigens ein neuer lukrativer Erwerbszweig, nämlich der Hundeentführung. Man stahl den Hund eines wohlhabenden Tierfreundes und erpresste ein Lösegeld. Da Rassehunde damals oft mehrere hundert Mark kosten, was früher wirklich viel Geld war, war der Besitzer in der Regel bereit, diesen Finderlohn zu bezahlen. Die Örtlichkeiten, an denen geschlachtet wurden, waren ursprünglich auch alles andere als hygienisch und durch das Gewinse der noch lebenden Tiere sowie die stinkenden Abfälle wurden sie mehr und mehr zu einem öffentlichen Ärgernis. Daher wurde seitens aller deutschen Länder bis zur Jahrhundertwende der Schlachthofzwang für gewerbliche Hundeschlachtung eingeführt. Auf die Idee, ein generelles Schlachtverbot für Hunde und Katzen einzufordern, kam damals aber niemand. Der Gedanke, den Hund als besonderes Tier unter Schutz zu stellen, wäre den Menschen früher geradezu absurd vorgekommen. Mal was zum Preis: 1982 kostete ein Kilo Hundefleisch 50 Pfennige, während ein Kilo Schwein bis zu 1,50 Mark kostet. Also schon ein kleiner Preisunterschied. Die Anzahl an Schlachtungen von Hunden unterlag grundsätzlich immer der wirtschaftlichen Konjunktur. Das heißt, dass gerade in Kriegs- und Notzeiten die Menschen dann doch zum Hund als Nahrungsmittel griffen. Aber halt meistens eher doch sehr ungern.
Durch das auf den Zweiten Weltkrieg folgende Wirtschaftswunder verloren die Menschen dann zwar das Interesse am Verzehr des Hundes selbst, jedoch nicht an der medizinischen Wirkung des Hundefetts. Begehrt bei Bronchialerkrankungen zahlten die Leute im wahrsten Sinne des Wortes Apothekenpreise dafür. Die Apotheke selbst bezahlte im Ankauf des Hundefetts in den 50er Jahren 12 D-Mark pro Kilo Hundefett, verkaufte das Ganze dann aber für knackige 14,50 Mark pro 100 Milliliter. Also, das ist nicht mal eine Marge. Neben seinem Fleisch und seinem Fett war auch seine Haut mal mehr und mal weniger begehrt. So fertigte man früher wohl unter anderem so butterweiche Handschuhe, so wird jeweils berichtet, aus Hundeleder an und ebenso Handtaschen und Schuhe. Ab den 50er Jahren wurden die Hundeschlachtungen seitens der Tierschutzverbände mehr und mehr bekämpft. Als sich schließlich sogar die Bild-Zeitung der Initiative zum Verbot der Schlachtung anschloss, hatten Hundefleischliebhaber dann aber echt nichts mehr zu lachen. Also wer nach wie vor gern mal Hund auf dem Teller hatte, konnte dies wirklich nur noch heimlich machen, um nicht öffentlich geteert und gefedert zu werden. Konrad Adenauer wird dazu wie folgt zitiert: Die Mehrheit könnte ich nur verlieren, wenn ich in der Zeitung schriebe, dass ich Hunde schlachte. Ja, das sagt wohl viel oder alles. Der erste Verbotsversuch wurde jedoch überraschenderweise noch abgelehnt, und zwar mit der Begründung, dass in Deutschland für keine Tierart ein allgemeines Schlachtverbot bestünde. Das Verbot sei sachlich nicht zu begründen, so die Richter. Grundsätzlich darf nach bürgerlichem Recht jedes Tier aus vernünftigem Grund geschlachtet werden, solange die Schlachtung in Übereinstimmung mit den bestehenden Verordnungen erfolgt, wie beispielsweise den Tierschutzgesetzen. Inwiefern koschere oder Halal-Schlachtung dahingehend eigentlich zulässig sind, würde mich mal interessieren, aber das nur am Rande. Auf jeden Fall ist ein Schlachtverbot für Tiere nur aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen zulässig. Das heißt, dass von diesem Tier eine konkrete Gefahr für Schlachtpersonal und/oder Konsumenten ausgehen muss. Das 1986 erlassene Schlachtverbot von Hunden und Katzen wurde letztlich auf Druck der Öffentlichkeit mehr oder weniger zusammengeschustert. Man benannte 8 mögliche Erreger, die bei Infektionen durch Hunde- und Katzenfleisch eine Rolle spielten, von denen allerdings keine größere Gesundheitsgefährdung hervorgeht als durch den Konsum von Rind oder Schwein. Aufgrund der dürftigen Argumente bastelte man seitens des Bundesgesundheitsamts noch die Punkte Arzneimittelrückstände, also zum Beispiel durch Fluorhalsbänder, und Umweltkontamination, zum Beispiel durch das Blei aus den Futterdosen, hinzu. Somit konnte man das Schlachtverbot irgendwie, aber wirklich irgendwie hygienisch begründen. Die Kernfragestellung, die damals die Gemüter erhitzte, lautete: Was ist der Hund? Ein treuer Begleiter, dem Menschen nah und nützlich, aber dennoch auch Nahrungsmittel und Heilmittel? Ein Nutztier also wie eine Kuh? Oder ist er ein besonderes Tier, emporgehoben durch seine Nähe zum Menschen, durch Wesen und Eigenschaften zum schutzwürdigen Tier mit Sonderstellung ausgezeichnet? Letztlich unterstreicht das Verbot der Hundeschlachtung bereits die besondere Rolle, die wir Deutschen unseren Hunden beimessen. Und das verdientermaßen. Warum? Nun, die Geschichte des Hundes ist ein Teil der Geschichte der Menschheit, ganz einfach. Treu stand der Hund dem Menschen zur Seite und teilte Kampf und Arbeit mit ihm, dabei die eigenen Kräfte ihm schenkend. Unter allen Tieren war der Hund dazu ausersehen, einen wesentlichen Anteil an der Urbarmachung ganzer Lebensräume innezuhaben. Ohne Hunde keine Entwicklung des Menschen, ohne Wächter kein Eigentum, ohne Hüter keine Viehwirtschaft und so weiter. Daher steht der Hund mit Recht über allen anderen Haustieren, und mit Recht wenden wir uns zutiefst angewidert ab, wenn jemand Hunde frisst. Anders kann man es nicht sagen. Bereits die alten Germanen, die alten Ägypter und die Assyrer achteten den Hund so hoch, dass sein Verzehr dort absolut tabu war. Und schon vor Tausenden von Jahren empfand man Völker, die sich dem Hundeverzehr hingaben, als mehr oder minder im Zustand der Barbarei stehend. Ich schließe mich ganz und gar Bernardin de Saint-Pierre an, der bereits 1784 konstatierte, dass das Hundeessen der erste Schritt zum Kannibalismus sei. Und zwar genau so ist es. Ja, wer es wie immer ganz genau wissen will, findet den Link zum ausführlichen Video in der Videobeschreibung. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuschauen.